Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, die Inzidenzzahl wächst. Ja, wir wissen es nämlich noch nicht, aber laut Plan können wir wahrscheinlich am 22.03. aufmachen. Wenn alles klappt, mehr dazu in unserer Sendung heute. Genau, bis dahin. Shame of thanks to come. Heute mal ausblenden, ist auch mal schön, ne? Auch mal schön. Aber das Problem an der Sache ist dann immer, ich muss dann alles wieder so schön hochfahren. Aber nicht so schlimm. Ja, was ist eigentlich heute? Show 16? Kann das sein? Ja. Show 16, ne? Genau, Ja, vorige Woche haben wir nämlich ein bisschen ein Live-Konzert gegeben. Ja, leider muss man sagen, es war eine Einstellungssache vielleicht nicht da, die wir hätten einstellen sollen. Auf jeden Fall ist diese Show halt nur live gewesen und wir haben leider keine Aufnahmen davon. Nö. Aber wer es verpasst hat, ne, hat halt jetzt Schwierigkeiten. Er sieht zwar nicht, aber die dran waren, die haben eben ein schönes Merkmal und waren nämlich live dabei und es wird nie wieder so kommen. Nee, ja. Wir haben vielleicht noch ein, zwei Clips, die können wir vielleicht noch mit reinschneiden, werdet ihr dann sehen. Aber das, was Twitch jetzt übrig gelassen hat, war irgendwie auch kein ganzes Lied. Nee. Wichtig war, wo Tonausfall war, beziehungsweise nicht Tonausfall, sondern technisches Problem, das ist aufgenommen worden. Das ist ja toll. Klar. Aber gut, trotzdem war es eine schöne Show, fanden wir. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass natürlich auch viele Leute eingeschaltet haben. Auch wir haben im Nachhinein von vielen natürlich auch eine gute Resonanz gehabt. Ey, war toll und schön und wir sollen es auf alle Fälle weitermachen. Wollen wir natürlich. Und wir planen natürlich auch Ende diesen Monat das natürlich genauso zu machen. Aber bis jetzt ist es noch eine Planung, denn es liegt ja, wie wir auch schon im Opener gesagt haben, ein bisschen daran, ob wir öffnen dürfen. Oder nicht. Ob die Inzidenzzahlen hoch, wieder runter gehen, welches Bundesland wie weit jetzt sich dann fortbewegt. Ja, der ewige Circle of Life. Ja, der ewige Circle of Life. Ja, und darum geht es auch in dieser Show heute ein bisschen, also wir wollen Revue passieren lassen über die vergangene Woche, was uns so toll gefallen hat und natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen wieder, aber diesmal nicht aus Kinosicht oder Kinosicht hat natürlich auch damit zu tun, aber überhaupt, wie sind die Öffnungszahlen jetzt der Wirtschaft? Wann können wir irgendwann wieder richtig normal unserer Tätigkeit nachgehen und wann nicht? Ja, wir fangen erstmal an mit unserer Woche, würde ich sagen, wie wir so verlebt haben. Ja, begann also im Endeffekt schon vorige Woche Donnerstag, wenn man so will. Da kamen wir erstmal alle an. Da kamen alle an und es waren aufregende Tage, sagen wir mal so. Ja. Schlaflose Nächte. Schlaflose Nächte waren es auch. Denn so wie wir es jetzt gemacht haben, auch als Band, war es für uns auch eine Premiere. Dadurch, dass nicht alle kommen konnten, natürlich mussten wir uns was einfallen lassen. Wir wollten es ja nur nicht platzen lassen. Das wäre jetzt auch, glaube ich, auch doof gewesen. Deshalb haben wir uns gedacht, naja, dann gucken wir mal, wie die Technik mitspielt und haben uns ein paar Sachen natürlich auch abspielen lassen und so und haben dann natürlich mit den restlichen Musikern raufgespielt, mit den Instrumenten. So, das hat nicht immer alles so klappt, wie man sich vorstellt. Naja, ist meistens, ne, Teufel ist ein Eichhörnchen, liegt immer so ein bisschen im Detail. Aber wenn die Technik irgendwann nicht mehr mitspielt, irgendwann nach dem Konzert hat das wieder alles wunderbar funktioniert, wie das öfter so ist. Ja, nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Ja. Und wie gesagt, also die Probleme, die wir hatten, haben wir ausgemerzt und wir hatten noch einen schönen Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf alle Fälle. Es war, als die ersten Feedbacks kamen, ist alles in Ordnung, ihr müsst euch hier nicht irgendwie verstecken oder so weiter. Also tipptopp und da ist auch allen Stein vom Herzen gefallen. Richtig, dass wir auf einem guten Weg sind. Und dann ging es auch ab. Dann geht es so ab. Und unsere Follower sind natürlich auch gestiegen. Das war auch sehr, sehr schön. Dass wir auch merkten eben, oh Mensch, das wollen vielleicht auch die Leute weiter sehen. Oder wie Christian eben auch schon sagte, dass wir eben auf einem guten Weg sind und dass wir sowas eben auch öffentlich stellen bzw. online stellen können. Und dass es eben ein bisschen Abwechslung ist
nicht immer nur DJ, sondern dass wir eben auch mal als Band trotzdem sowas machen können. Wir haben auch mitgekriegt, wo wir gedacht haben, okay, ist ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Nee, genau an dem Abend waren natürlich auch andere Streams da, nicht nur bei Twitch, sondern auch auf anderen Kanälen, die eben auch mit einer Liveband mal, oder mit einer Liveband live gegangen sind. Liveband live, genau. Eine Liveband live. Und haben auch gemerkt, okay, gut, also doch so alleine waren wir denn doch nicht mit dem Ganzen, aber ich denke mal, so wie wir es gemacht haben, Ja, war schon was anderes. Ne? ist natürlich auch was anderes gewesen, weil du darfst ja dich nicht mit so vielen treffen und Dings und Bums und tralala, ihr wisst das ja selber. Und wie gesagt, wir hatten im Vorfeld alles bereinigt, alles Corona-konform gemacht, dass wir das wirklich auch so machen konnten. Ja. Und deswegen hatten wir natürlich den Alleinstellungsmerkmal dann im Ja. Endeffekt, dass man da auch mit einer Band dann auch mal live musizieren darf. Live. Ja, und das Schöne war, wir waren die Einzigen aus dem Kino. Ja. Ja. Ne, wir hatten ja auch schöne Leinwand. Dann hinten, Christian hat da ganz viel gewerkelt und hat sich ganz tolle Sachen zusammenstellen lassen, muss man ja dazu sagen. Ne? Ja, das hat natürlich auch Nerven gekostet. Ja. Aber wie gesagt, das Endprodukt muss dann nachher stimmen, einfach. Und das muss man ja sagen, hat die stimmt. Ne? Weil die Leute haben ja dann auch die Resonanz zurückgegeben. Ne? Da muss man sagen. Ja, und wie gesagt, nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Also wir planen es Ende des Monats nochmal. Wir halten euch natürlich da auf dem Laufenden. Da werden wir natürlich dann auch wieder die Werbung oder die Werbetrommel rühren. Und wir gehen auch wieder back to basic. Das weiß der Christian nämlich noch nicht. Wir werden auch Flyer im Umlauf bringen, weil wir haben es doch gehört, dass so viele so auf Facebook und Instagram von unseren Followern, die wir jetzt erreicht haben, gar nicht sind. Und der liebe René, der hat sich da schon schlau gemacht und es wird eine Werbedame, wird jetzt kommen und wird das Ganze, wenn wir genau den Termin wieder haben und alle Leute, und wird das für uns natürlich hier auch in den Geschäften in unseren Umkreis dann hinterlegen, sodass ihr dann auch ganz normal wieder gucken könnt, für die eben kein Facebook oder Instagram haben. Ne? Aber was ihr alle haben müsst, ist da eine stabile Leitung. Sonst funktioniert das noch nicht. Ja. Ja. Also in der heutigen Zeit, sage ich mal, ist ja die stabile Leitung der einzige Strohhalm, den wir noch haben. Genau. Ja. Früher hat man beim Strom immer so, manche Länder haben ja nicht so ein stabiles Stromnetz. Ne? Da war es schon immer schwer. Das hatten wir schon lange und jetzt haben wir mittlerweile auch ein gutes Internet, sodass auch alles immer funktioniert. Ne? Ja. Ja, öffnen. Also die Friseure haben jetzt auf, das wissen wir. Ja, und Schleswig-Holstein, Stand heute, hat der liebe Herr Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, auch schon mal bekannt gegeben und gesagt, bei uns unter den Kriterien, dass die Inzidenzzahl auch vertretbar ist, werden die Einzelhändler wieder aufmachen dürfen ab Montag. Also und da hoffen wir mal, Schleswig-Holstein. dass in Mecklenburg-Vorpommern jetzt auch Frau Schwesig dann Ja. auch sagt, gut, jetzt ist vorbei, jetzt ist genug. Wir haben schon die Hälfte Ja. durchgeimpft. Wir können jetzt einfach mal auch wieder so peu à peu ins normale Leben steigen. Gut ist ja auch, dass sie eben gesagt hat, wir versuchen nichts wegzuwerfen. Das war ja auch ein großes Thema. Ja, gerade hier Thema Impfdrängler. Ja. Also man will ja immer nicht der Impfdrängler sein, aber wenn man dann hört, dass die Leute, die dran sind, dann nicht kommen und die Impfdosen lieber weggeschmissen werden, als sie eben zu verimpfen. Also da muss man sich auch irgendwann als kleiner mittelständischer Bürger sagen, was soll dieser Käse? Wir haben Impfung. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, das ist einfach so. Also Ja. da war nicht gut überlegt, Nö. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Aber schön, dass sie sich so geäußert hat, Ja. die Frau Schwesig, dass sie eben gesagt hat, okay, das wird es jetzt nicht mehr geben, also solange Impfung oder Impfdosen frei sind, sollen die eben auch verimpft werden. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, oder wir glauben es, dass die Menschen natürlich nur wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können, wenn natürlich jeder geimpft ist. Ansonsten wird es wahrscheinlich sehr schwierig. Also, um es zu beschleunigen. Ne? Wir Ja, hoffen natürlich irgendwann, dass wir alle wieder gesund sind, dass wir das vielleicht nicht brauchen, aber das wird schwer. weil die Gefahr ist natürlich groß, dass man dann sagt, nicht mehr Welle 5 oder Welle 6, sondern dann sind Ja. wir irgendwann bei Welle 11 und bei Welle 12. Ja. Und
Das hält so lange doch auch keiner mehr durch. Wir sind jetzt ein Jahr, meine Güte, in dieser Pandemie und du musst doch jetzt hier auch mal vorangehen. Es muss vorangehen, ja. Also es sind ja, weil du gerade auch die Wellen angesprochen hast, es gibt jetzt auch einen Stufenplan. Ja, den blende ich mal gleich ein, den könnt ihr gleich mal gucken. Den blendet der Chris jetzt mal ein. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, er wird natürlich auch von der Bundesregierung veröffentlicht. Den könnt ihr euch auch natürlich so angucken. Wir stellen euch dann auch noch einen Link runter in unser Video, sodass ihr den auch dann euch runterladen könnt. Aber hier erstmal, ich glaube, er ist jetzt schon oben, ne? Ja, der ist schon zu sehen jetzt. So, dann seht ihr jetzt natürlich, in welchen Stufen wir dann öffnen können, beziehungsweise das öffentliche Leben wieder stattfinden kann. Und wenn man genau guckt, ich habe mir den jetzt auch gerade nochmal dann hier jetzt auf mein Handy geholt. So, also ihr seht ja natürlich am 1.3., ne, so wie wir jetzt sind, die Schulen haben wieder auf, Kitas, Friseure und das kann ich jetzt hier gerade gar nicht sehen. Ja, plus regionale Öffnung. Achso, regionale Öffnung. So, und dann aber am 8.3., das heißt also eine Woche später, dann sind auch wieder die normalen körpernahen Dienstleistungen, sprich also Nagelstudios und eben, ich denke mal, auch Kosmetik an sich, das wird dann alles wieder stattfinden. So, ja, und wenn man jetzt mal so durchguckt, gerade was uns interessiert, das ist dann irgendwie ja, Mitte März, also 22.03. Dann steht auch drin. Ne, wie gesagt, also müssen natürlich auch die Schnelltests dann auch irgendwann mal da sein. Stimmt, ohne dem geht es auch nicht. Ne? Aber wie das haben wir eben vorhin im Off auch nochmal besprochen, wie das funktionieren soll. Also wir selber dürfen uns testen, ist ja auch gut, ist ja auch schön. Da gibt es jetzt ja auch sehr leichte Tests, damit man sich nicht mehr immer so im Rachen reinholen muss. Aber wir sehen ganz, ganz doll, dass wir ab 22. natürlich dann Theater, Kinos, Opernhäuser, dass das wieder funktionieren soll. Ja, wir hoffen. Und mit den Schnelltests ist es ja so, dass wir, wenn jetzt einer positiv ist, der sich aber noch gut fühlt, ob er wirklich dann den positiven Test abgibt und sagt, ich bin positiv, wenn man sich dann selbst testet, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ne? Ja, wir selber haben es ja auch schon gesehen mit der FSK, mit der freien Selbstkontrolle, wie viele junge Leute probieren es dann trotzdem in den 18er-Film zu gehen. Ja. Und nicht nur der Delinquent per se, sondern eben auch die Familien, die dann sagen, okay, warum denn nicht Expendables auch für einen 12-Jährigen? Ja. Ne? Wenn in den ersten 10 Minuten schon gefühlte 20.000 Menschen da gemetzelt werden. Ja, also da soll man es auch immer auch ehrlich zu sich selber sein und bleiben. Ja, aber wir werden es sehen. Es ist natürlich die Zeit sehr, sehr schwammig bis jetzt immer gewesen. Ne? Es wurde mal gesagt, ne, im März, okay, jetzt haben wir einen Lockdown, also März letzten Jahres. So, dann durften wir wieder aufmachen, dann war November, da hieß es Lockdown Light. Und in diesem Lockdown Light, der sich ja so schön anhört, befinden wir uns irgendwie immer noch. Und mittlerweile ist er länger als der von März. War mehr zu und man durfte auch nicht weniger, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also so von Light war da eher Shutdown. Das war richtig doll zu. Heavy. Ne? Heavy. Ja, trotzdem, ne, die Hoffnung stirbt zuletzt und wir nehmen wirklich an, dass es jetzt auch langsam mal Zeit wird, vielleicht der Wirtschaft das so ein bisschen in die Hand zu geben. Und wir müssen uns ja sowieso schützen und wir müssen auch dann unsere Hygienemaßnahmen weiter einhalten und da werden wir dann auch beäugt. Aber wäre besser, wenn wir beäugt werden, als dass wir immer noch zulassen müssen. Also lieber sollen die Leute kommen, gucken, ob wir das auch richtig doll oder richtig gut umsetzen. Aber dann, glauben wir, ist es halt besser, wieder zu öffnen und dann ein Teil. Klar werden wir hier nicht volle Häuser haben, das wissen wir auch. Aber alles ist besser, als immer noch alles zuzulassen. Alles staubt hier voll. Ja, der Stillstand an sich. Ne? Ja. Also, ne? Wie gesagt, also Eigenprognosen, die wir jetzt schon mal so getätigt haben, auch vorhin bei der Besprechung, dass wir wahrscheinlich frühestens im April aufmachen können. Und dann haben wir immer noch 14 Tage Zeit. Also, aber das müsste dann jetzt wirklich auch mal klappen, dass April wirklich was wird. Dann kommt natürlich auch noch dazu, was machen die Filmverleiher? Genau. Ach, wir sind ja ein Kino. Wir sind ja davon abhängig, was das so, kommt jetzt ein neuer Film, wird der doch nochmal aufgeschoben, muss er nochmal nachgedreht werden. Wie gesagt, bei 007 war ja der Fall, dass das Produktplacement Lizenzen ausgelaufen sind und die nochmal Nachdrehs machen mussten. Und
Naja, wie gesagt, also die großen Verleiher werden sich wahrscheinlich noch ein bisschen bedeckt halten, weil es kann natürlich auch wieder sein, wenn die Inzidenzzahlen wieder steigen, Ja. dass wir natürlich wieder kurzfristig dann wieder zumachen müssen. Ja. Und da lässt sich natürlich kein Filmverleih Nee. drauf ein und sagt, ja, jetzt habt ihr eine Woche auf, eine Woche habt ihr zu, eine Woche zu. Warum sollte? Warum? Und im Moment ist es ja auch lukrativ gewesen, dass man vielleicht die Filme auch gleich, also das Kino übergeht und gleich in die Streaming-Dienste, siehe Wonder Woman. Ja, auf Sky war er, glaube ich, unterwegs, Auf soll Sky. aber trotzdem noch in die Kinos kommen. Aber wie gesagt, Ja. wenn die 10.000 Leute schon gesehen haben, Wollen wir sagen, was soll das? Also jetzt auch mal, wenn einer von den Verleihern das sieht, was soll das? Ich meine, dann, man kann sich das dann schon fast kostenlos, jetzt muss man ja wirklich sagen, mit der ganzen Familie für ein paar Euro 50 angucken. So, und wenn man den dann gekauft hat, dann kann man sich den immer wieder angucken. Und jetzt noch mal in die Kinos. Ganz toll. Also wir sind Ja. dann wirklich am falschen Ende irgendwo. ja, das sind so die Todesstöße für eine kulturelle Branche, Ja. wo wir uns befinden. Und das ist irgendwie, ja klar, wenn man jetzt die Intervalle komprimiert Ja. und sagt, okay, ich möchte jetzt auf dem Streamingdienst XY Ja. diesen Film haben. Und der immer ein halbes Jahr dauert, ehe der draußen ist. Okay, sieht man ja alles ein, sagt man, okay, Kinostart, 3 Wochen später ist er vielleicht auf dem Streamingdienst. Das ist doch in Ordnung. Aber diese nicht mit einbinden, sondern ja, Kinos, ihr seid jetzt außen vor und wir machen jetzt alle unser eigenes Süppchen, weil wir den Rachen nicht voll kriegen und lassen da am ausgestreckten Arm eine ganze Branche aushungern. Ja. Ist, glaube ich, auch die falsche Herangehensweise. Ja. Also, Da sagen wir auch immer, auch in der Pandemie, wir sollen immer alle zusammenhalten, aber da fängt es an. Ne, Zusammenhalt ist dann nicht nur immer, dass die Regierung mit uns immer schön zusammenhält, sondern vielleicht wir auch untereinander. Und wir als Kino sind natürlich von den Filmverleihern abhängig. Und wenn die Filmverleiher aber mit uns jetzt im Moment nicht spielen möchten, dann sind wir wirklich irgendwann das ungeliebte Kind oder Ja. das 5. Rad am Wagen. dann Ne? wird es schwierig, ja. Ja, muss man ehrlich so sagen. Ja, schwer ist es, aber trotzdem, wir lassen erstmal den Kopf nicht hängen und versuchen weiterhin dann eben euch trotzdem immer noch jede Woche ein bisschen zu stören in eurem Rückzugsort, wenn man das so will. Ja, und trotzdem versuchen wir, immer nicht so viel trotzdem Ja, sagen, ne? ja, nee. Dann auch weiter unsere Konzerte, die wir jetzt so machen wollen, für euch natürlich darzubieten. So, wird natürlich immer schwer, immer alles so hinzukriegen, aber, weiß der Chris nämlich auch noch nicht, wir haben vielleicht eben noch ein paar DJs dann noch in der Hand. Ja, Ja. man munkelt. Man munkelt, ja, weil es gibt natürlich auch Leute, die darauf aufmerksam geworden sind, ach Mensch, schön, und möchten gerne auch mit uns zusammenarbeiten. Und dass wir dann wirklich vielleicht nicht nur 2 Stunden das Ganze machen, sondern vielleicht wirklich auch einen schönen Abend dann miteinander verleben, dass ihr erst ein bisschen DJ-Musik bekommt, dann Live-Musik und vielleicht lassen wir es dann wieder mit DJ ausklingen, sodass wirklich die ganze Familie, ohne sich auf ein Genre festzuhalten, wirklich auch dann bespaßt wird, muss man einfach so sagen. Ja, für Also ein breiteres Spektrum. für ein breites Spektrum, dass wir trotzdem auch unseren Kanal dann natürlich auch für andere Künstler natürlich dann auch hergeben und sagen, pass auf, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, wir freuen uns, ne, weil im Endeffekt möchten wir auch, dass ihr ein bisschen was davon habt, weil ihr seid zu Hause, ihr müsst auch immer noch gucken, wie ihr mit eurer Familie jetzt kulturell was machen könnt, und es geht leider noch nicht vor der Haustür, also müssen wir alles zu euch holen. Ja, gerade Veranstaltungen ist, glaube ich, Ja. immer noch außen vor gelassen. Ja. Und auch in der Zukunft, also wenn man jetzt hört, also das hieß ja mal unter 35 muss der Inzidenzwert sein, Ja. jetzt ist es schon mal unter 50, okay, dass wir aufmachen können. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber für uns heißt es ja, es rückt in naher Zukunft. Aber Live-Auftritte von Bands, also wir reden von von großen Konzerten oder Festivals, da soll der Inzidenzwert unter 10 sein. Sonst sieht das nicht. Ja, und böse Zungen haben auch schon behauptet, also 1, 2 Aussagen gab es da, Inzidenzwert 0. 0. So, nun denkt doch mal alle zurück, wer so gern mal auf Konzerte gegangen ist oder auch mal Festivals etc. Einer war immer dabei, der hatte Schnuppen. Grundsätzlich, wenn man denn dicht gedrängt steht, hatte man Schnuppen. So, irgendeiner war immer. Dann ist man vielleicht mit einem bestimmten nach Hause gegangen, hatte trotzdem eine schöne Zeit. So, jetzt ist das natürlich alles schwieriger und alles,
schlimmer dadurch, dass eben der Virus sehr aggressiv ist. Okay, gut, aber es gibt ja trotzdem noch Möglichkeiten, dann sind wir halt, dürfen nicht so viele hin, würde gehen. Wir müssen dann Zonen haben, wo wir uns dann aufhalten können. So, die müssen auch alle getestet werden, aber ob jetzt ein Kontrolleur steht und mich abtastet die ganze Zeit und auch guckt, ob ich nicht im Schritt noch irgendwie Eine Handgranate versteckt habe, was ja sonst auch schon war. Warum soll der mir jetzt nicht das Stäbchen da reinstecken und sagen, okay, und Schnelltest und jetzt müsst ihr alle noch in die Zone, da müssen wir alle warten und wenn ihr negativ seid, dann dürft ihr weitergehen. Also, gehen würde alles, ne? Aber zu sagen, also mit 10 und mit 0 und sonst findet dann nicht statt, dann wissen wir eigentlich schon, wird es nie wieder stattfinden. Im Endeffekt ja. Sehr, Weil sehr das schwer. Quasi unmöglich. Unmöglich. Also egal was, ja, weil jetzt heißt es ja immer, man ist ja an Corona erkrankt oder man hat den Virus Covid-19, so, weil der normale Schnupfen, den gibt es ja nicht mehr und die Angina pectoris, die ist auch weg. Ne? Wir haben ja jetzt eigentlich nur noch Corona. Ist nur noch Corona. Das ist nur noch Corona. Ne? So, und das wird halt sehr, sehr schwer, das Ganze so zu machen, dass alle wirklich gesund sind und nicht einen kleinen Hauch von, ich bin übermüdet, ich habe vielleicht am Tag mir nochmal ein kleines alkoholisches Getränk gegönnt. Da sind die Werte nachher auch alle irgendwie schon im Keller. Ja, also wir werden sehen, wie gesagt, wir hoffen, dass jetzt auch dann auch irgendwann mal reagiert wird. Auch für die Techniker auch nochmal und Ja. für die ganze Bühnenbranche, für die ganze Branche, die da dran hängt, Veranstaltungstechniker etc. Ja. Ist ein ewiger Gang, ne, gerade für euch. Ja. Ne, ihr wisst ja Ekelhaft. nicht. Ja, Ekelhaft. Also und ihr anders seid kann immer man noch nicht ganz hinten. Also Ja. das ist immer so. Ja. Ihr seid immer noch das letzte Glied der Nahrungskette. Und das ist eigentlich sehr, sehr schlimm. Ne? Früher haben wir das eigentlich schon mal gesagt mit der Voyager, haben wir noch nicht gesagt. Nee, mit der Voyager. Können wir mal bringen. In den 60ern wurde in Amerika in der Voyager was hochgeschickt, wenn es dann vielleicht Außerirdische finden könnten, damit sie sehen, wie die Menschheit so ist. Und da war eben eine Daten-CD drauf, wo eben Gedichte, Lieder, Konzerte, alles so aufgespeist wurde, so dass andere Planeten vielleicht, wenn sie das denken, wenn sie das sehen, dass sie dann eben sagen, aha, so tickt der Mensch. Und genau das ist der Punkt, das geht gerade den Bach runter, weil das darf nicht sein. Ne? Wir dürfen alles nur noch, wie es eben auch schon mal vor etlichen Jahren war, nur noch mit Arbeit, mit Handwerk darf man sich nur noch machen. Und der Trompeter, der Schlagzeuger, der Dichter, der Buchschreiber musste in die Waffenindustrie. Ne? Ich glaube, jetzt wisst ihr alle, um welches Jahrzehnt es eigentlich geht. Und das hatten wir alles schon mal. Ne? Manche Sparte wird einfach nicht mehr gebraucht. Existiert nicht mehr. Egal, ob ihr was gelernt habt oder nicht, ist egal. Schult doch am besten um, macht doch nur noch das, was die Regierung für richtig hält. Ja, so. Wir haben jetzt auch schon drüber geredet, wenn nicht, müssen wir auch hier noch ein Impfzentrum machen. Ja, weil der kulturelle Bereich dann im Grunde genommen so aufgesplittet wird und dann auch regierungsgesteuert ist. Und das ist halt ja auch nicht, man soll sich ja damit identifizieren irgendwo. Und Ja. Aber wenn dieser kulturelle Bereich, ja, das ist wie, Ja, du bist wie eine Zensur. Wie die im Zensur, Endeffekt. ne? Und dann meine ich, früher war das alles sehr wichtig und wir wollten uns nach außen hin, wollten wir uns präsentieren als Menschheit, guck mal, was wir alles können und da war die Kultur, Kunst an sich, war alles ganz wichtig und das ist jetzt gar nicht mehr. So, warum auch? Wozu auch? Ist doch Quatsch. Ne? Das, was wir uns alles erarbeitet haben, braucht man ja nicht mehr, laut der Und Politik. zumal gibt es ja Mittel und Wege, wie gesagt, mit Zonen, Tests und Ja. das ganze Bimbamborium. Und dann kann man ja auch noch ein schönes Festival draus machen, letztendlich. Richtig, richtig. Das könnten wir Aber nicht machen. man muss sich natürlich auch damit beschäftigen. Und das ist Ja. ziemlich weit nach hinten gerutscht. Richtig. Ja, und darum probieren wir versuchen immer weiter irgendwas zu machen. Wir tänzeln ja jetzt schon richtig seit Monaten oder eigentlich seit fast einem Jahr oder seit einem Jahr, tänzeln wir immer am Rande der Grenze entlang und gucken, was wir trotzdem noch anbieten können und was wir machen können, ne, bis wir eben merkten, okay, Livestream ist vielleicht ganz gut,
Ne? Aber trotzdem können wir auch nicht immer live gehen, da wir mit unseren Sachen ja nicht immer vor Ort sein dürfen. Wir können keine festen Zeiten sagen. Wir müssen auch gucken, dass wir nach außen hin auch immer noch irgendwo wirksam sind, sodass die Leute auch mitkriegen, pass auf, wir können immer noch die Nachos machen, also unser Auto-Haus-Service. Wir müssen irgendwas vorbereiten. Und deshalb könnten wir haben die Möglichkeit immer noch gar nicht, jeden Tag vielleicht das live zu machen, weil wir auch gar nicht immer hier sein dürfen. Ja, auch die Zeit ist auch eigentlich strikt. Aber wie gesagt, wir versuchen mal unser Bestes. Ja, ich würde auch sagen, wir haben auch noch einen kleinen Werbespot wieder natürlich vorbereitet. Ja, wenn wir heute wenig mit Trailer natürlich auch warten. Aber wie gesagt, wir können euch ja noch, ich glaube, einen vernünftigen, schönen Clip haben wir da bei Twitch noch retten können. Den können wir ja noch mit reinstellen. Ja, wir versuchen das mal. Na, wir versuchen das mal. Einen kleinen Einblick bekommen, wie es ausgesehen hat. Aber lang sind sie wirklich, das sind also 30 Sekunden. Ja, Songs, leider. Ne? Aber beim nächsten Mal versuchen wir halt auch, das war nur der Versuch, beim nächsten Mal machen wir halt irgendwie, wenn wir es schaffen, eine Aufnahme gleich und stellen die natürlich dann auch online. Ne? Genau. Sehen. Gut, ansonsten, ja, also jetzt kommt daher wieder ein Werbespot. Ja? Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und geben erstmal ab an die angeschlossenen Funkhäuser. Und wünschen allen natürlich wieder eine Corona-freie Zeit und guten Appetit. Ciao! Die Nacht hat den Tag langsam umgebracht und alle Weiber so wunderschön gemacht. Ich heule und ich hasse dich. Wo bist du, warum kommst du nicht? Wo bist du, warum kommst du nicht? Wo bist du? Ja? Guten Tag, Herr Rechtsanwalt. Oh, ob die alte Dame sich einen Anwalt wie mich leisten kann. Hier ist meine Advokat. Sie kann. Gnädige Frau? Advokat, die Rechtsschutzversicherung der Aachen Münchner Volksfürsorge und Thuringia. Wo liegt Ihr Problem?